Neue Fahrer, neue Chefs, neue Hoffnung. McLaren wagt 2019 den Neuanfang. Was ist ohne Fernando Alonso drin? Unser Technik-Check gibt erste Aufschlüsse. Hallo liebe Motorsport-Magazin.com Leser zu einem weiteren Teil in unserer Super Lounge-Woche. Diesmal mit McLaren. Ja, für McLaren wird die Formel 1-Saison 2019 einmal mehr ein sehr, sehr wichtiges Jahr. Erst hatte man ja die Honda-Seuche, die man sich selber eingebrockt hatte, nicht unbedingt wegen Honda, aber man hatte immer das Problem, man konnte es auf Honda schieben, wenn es nicht richtig lief. Im vergangenen Jahr hat man dann den Realitätscheck bekommen, man ist zu Renault gewechselt und hat gesehen, was Renault damit anstellen konnte, und dann war klar, unser Chassis ist nicht so, wie wir uns das in der Vergangenheit schön gerechnet und schön simuliert haben. Insofern ein böses Erwachen, aber natürlich auch ein wichtiger Schritt der Selbsterkenntnis. Und Fernando Alonso ist weg, das war der Punktegarant der Vergangenheit, auch wenn das Auto nicht so besonders gut war. Er hat dann tatsächlich noch ein paar Punkte damit geholt. Mit Farron hat man einen, naja, nicht wirklich Teamchef, der kommt erst am 1. Mai mit Andreas Seidel. Dann mit James Key, Technikdirektor, der am Auto nicht beteiligt war, weil man sich ja lange gestritten hatte mit Toro Rosso, wie das jetzt läuft, wann er zu McLaren kommen kann. Also komische Konstellation da in Woking in oder direkt vor einem so wichtigen Jahr. Auch die Fahrerkonstellation, die hat es ja aus McLaren-Sicht fast in sich. Man setzt auf junges Talent mit Carlos Sainz und Lando Norris. In der Vergangenheit ja immer geschaut, dass man zumindest einen absoluten Spitzenfahrer mit Erfahrung hat. Jahrelang auch 2 Spitzenfahrer gehabt. Jetzt da eine komplett neue Herangehensweise, und das kann natürlich schon ein bisschen spannend werden. It is a new team, it is a new car, it is a new, I think, philosophy. It is a recovery plan taking place here. But I already feel at home, so it doesn't feel like a new team after these 3 months. No? So I cannot wait to get in the car. I cannot wait to drive around it in Barcelona. And yeah, but to be honest, with the engineers, with the mechanics, I already feel at home. Being the youngest ever British driver in Formula 1 is it's quite a saying, but I don't think it's going to put any pressure on me, to be honest. It's not something I actually knew to begin with. So it's not something I think about and I think will hinder me in any way. I think it's more of an opportunity really to think of hopefully having a long future ahead of me with McLaren. Yeah, and some fun years in Formula 1. Ja, Lando Norris und Carlos Sainz haben sich offenbar gut eingelebt ins Team. Bei Lando Norris ja keine große Kunst, der ist ja schon länger mit McLaren verbunden. Trotzdem das einzige Team in der Saison 2019, das keinen Fahrer im Aufgebot hat, der schon mal auf dem Podium stand. Selbst Toro Rosso hat ja mit Kvyat wieder einen, der schon mal auf dem Podium stand. Und das ist, ja, bin ich mal gespannt, wie man das dann ohne diese große Erfahrung schaffen will, ein strauchelndes Team mit einem komplett neuen Auto da auf die Beine zu kriegen. Es wird ja auch oft spekuliert, ob Fernando Alonso beim Test schon wieder im Auto sitzt. Es gab diese Gerüchte aus Spanien. Jetzt hieß es erst nein, Lando Norris und Carlos Sainz teilen sich die beiden Testwochen. Zak Brown hat aber dann bei der Vorstellung schon gesagt, ja, er wird es jetzt nicht ganz ausschließen, also ein bisschen zurückgerudert. Sind wir mal gespannt. Ich glaube, das Feedback von Alonso könnte da relativ wertvoll sein für das Team. Ja, Zak Brown ist ein gutes Stichwort. Der hat ja den Laden vor einiger Zeit übernommen. So richtig aufwärts ging es nicht. Wir sehen auch viele freie Flächen noch am McLaren. Es gibt zwar trotzdem viele einzelne Sponsoren, aber der große Titelsponsor, der ist noch nicht da. Wichtiger aber als der Titelsponsor ist wahrscheinlich erstmal die Technik. Und da hat sich McLaren einiges einfallen lassen. The MCL34, I think it's a good-looking race car. Obviously, there's been a lot of technical changes over the years, specifically the front wing and the rear wing. So everyone's worked very hard to put together what we hope is a fast race car. Ja, da musste man sich tatsächlich auch einiges einfallen lassen, denn die Performance vom MCL34 war alles andere, als dass man sagen konnte, okay, darauf bauen wir auf, da haben wir eine gute Basis. Und wir schauen uns jetzt den McLaren MCL34 mal ein bisschen im Detail an. Als erstes vielleicht ein kleines Bild von hinten, recht kurios. Ich habe es euch ja schon öfter mal erklärt, wir müssen die Bilder, die wir von den Teams kriegen, immer etwas heller ziehen, damit man ein paar Details erkennen kann. Beim Rendering von McLaren, das sind Rendering computergenerierte Bilder, hat man jetzt das so gemacht, das Originalbild ist relativ dunkel, und wenn man es dann heller zieht, dann sieht man irgendwann einen ganz schwarzen Fleck. Der fällt auf dem normalen Rendering gar nicht auf, weil er einfach absäuft in der Dunkelheit, im Schwarzen. Wenn man es dann heller zieht, sieht man, dass die Ingenieure da oder die Marketingabteilung oder wer auch immer dafür zuständig war, da auf Nummer sicher gegangen sind, und die haben das davor schon
vorsorglich mal schön geschwärzt, dass man es auch, wenn man es heller zieht, nicht mehr sehen kann, was da am Diffuser so ist. Man muss dazu sagen, McLaren hat ja ein echtes Auto tatsächlich auch präsentiert in Woking im Technology Center. Fotografen waren aber nicht erlaubt. Also es ist ja fast eine gängige Praxis bei Lounges, dass die Fotografen da keinen Zutritt erhalten, denn man will ja der Konkurrenz nicht schon alles auf dem Silbertablett servieren. Drehen wir uns einmal um, schauen wir uns das Auto vorne an. Die unästhetische Schweinchennase ist leider geblieben. Also da ist man sich dem Konzept treu geblieben mit den verschiedenen Öffnungen. Was die einzelnen Öffnungen da tatsächlich machen, ist immer ein bisschen schwierig zu sehen. Die äußeren haben wir auch schon am letztjährigen Sauber beispielsweise gesehen. Da wird wahrscheinlich einfach die Luft und das Auto geleitet. Wo jetzt die Luft für den S-Schacht eingesaugt wird, kommen wir vielleicht noch später drauf, aber ist auch nicht so immer hundertprozentig klar. Schweinchennase ist bei McLaren nichts Neues. Beim Update während der Saison im vergangenen Jahr in Barcelona kamen die schon. Da allerdings noch ein bisschen verändert. Wir sehen zwei solche kleine Leitbleche außenrum, die ästhetisch gesehen nicht unbedingt vorteilhaft waren für die schon unschöne Nase. Die kamen aber tatsächlich dann im Laufe der Saison auch wieder weg. Wir haben hier ein Bild, glaube ich, aus Abu Dhabi. Da sieht man diese Leitbleche nicht mehr. Was neu ist, sind jetzt aber diese Pylonen, also die diese Schweinchennase mit dem Frontflügel verbinden. Das ist ja auch eine spannende Sektion an den neuen Autos. Und da sehen wir Lufteinlässe. Auch da wieder, wir wissen nicht, ob es unter das Chassis geleitet wird, die Luft, oder ob es den S-Schacht einspeist. Schwer zu sagen. Die Schaufel dahinter, die ist geblieben. Die haben wir ja als erstes, glaube ich, so in der Form bei Mercedes mal gesehen. Scheint auch ein kleiner Techniktrend jetzt zu werden. Williams hat es in der Vergangenheit ja auch schon eingesetzt. Also die werden wir immer mehr sehen. An der Vorderachse sehen wir auch einen kleinen Techniktrend, und zwar die höher gelegten Querlenker. Die sind über diesen Hebel mit dem Radträger verbunden, dadurch sind die Querlenker höher. Was uns aber überrascht, ist, dass die unteren Querlenker nicht wirklich hoch aufgerutscht sind. Also die sehen immer noch relativ tief aus. Somit haben wir weit gespreizte obere und untere Querlenker. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Dann dahinter, ihr wisst es natürlich schon, die Spielwiese der Aerodynamiker, Wahl Sports. Wenn wir da aus speziellen Winkel auf den McLaren MCL34 schauen, das sieht unfassbar spektakulär aus. Das sieht fast nicht mehr nach einem Rennauto oder nach einem Formel-1-Auto aus. Das sieht schon fast irgendwie nach Batmobil oder was auch immer aus. Ich sehe persönlich auch eine kleine Spinne da, Spinnenbeine. Was seht ihr? Kann man vielleicht interpretieren, ist was für einen Psychologen. Ja, aber da haben sich die Ingenieure schon richtig ausgetobt. Es ist im Wesentlichen die Philosophie des Vorjahrs, die da übernommen wurde. Und natürlich auch wieder die 150 mm tiefer. Aber ich glaube, das ist ein Bereich, an dem sich McLaren schon extrem ausgetobt hat. Bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht in der Entwicklung. Sehr, sehr interessant ist auch die Tatsache, dass man das Auto ein bisschen gestreckt hat. Sieht man jetzt im direkten Vergleich oben unten nicht so unbedingt, aber wenn man es genauer anschaut, ein bisschen hineinzoomt, seine Linien im Photoshop zieht und so weiter, sieht man, dass das Auto vor allem hinter der Vorderachse ein bisschen gewachsen ist. Hinten vielleicht sogar ein ganz kleines Stück tiefer, das kann auch sein, dass die Perspektive da ein bisschen täuscht, aber es wirkt so, als wäre er vorne hauptsächlich in die Länge gezogen worden. Wenn man drauf schaut, man kann es auch so ein bisschen erkennen. Und das hat natürlich den Grund, dass man sich mit den Ballsports da ein bisschen mehr austoben kann, dass man mehr Raum hat, diese von den Vorderreifen verwirbelte Luft zu glätten und dann die Strömungen fürs Heck schön auszurichten. Ja, Seitenkästen, wenn wir uns die anschauen aus der vorderen Perspektive, die erinnern uns sehr, sehr stark an die Red Bull-Lösung des vergangenen Jahres. Das ist eigentlich der größte Techniktrend, den wir 2019 sehen. Ihr wisst es auch schon, die Crash-Struktur, die seitliche, die am Chassis anliegt, die obere, wird nach unten verlegt, spannt damit die Unterseite des Seitenkastenöffnung auf und dadurch wird der ganze Seitenkasten ein bisschen höher. Obendrauf hat man dann auch nochmal einen Flügel, ein Leitblech. Sah aus den ersten Perspektiven ein bisschen komisch aus, die wir da gesehen haben, diese schräg oben Renderings, da hat man dieses orangene Element gar nicht mehr gesehen, aber von vorne ist es dann ganz deutlich, man hat dieses orangene Element oben, dann hat man unten dieses Element, das die Crash-Struktur umspannt und dazwischen ist eben dann die Seitenkastenöffnung. Es ist ein radikales Konzept, das Red Bull da im letzten Jahr eingeführt hat und für McLaren auch eine radikale Änderung. Wenn wir das direkt vergleichen mit dem letzten Jahr, Unterschied wie Tag und Nacht, viel, viel höher und weiter hinten die Öffnung vom Seitenkasten. Auch sehr interessant ist die Airbox, denn die ist deutlich größer geworden. Da war McLaren einer der letzten Mohikaner, die dann eine relativ kleine Airbox hatten. Also das Kühlkonzept hat man bei McLaren komplett auf den Kopf gestellt und das ist eine relativ große Sache mit den modernen Power Units. Auch hinten, wenn wir uns die Motorabdeckung anschauen,
sehen wir ein paar interessante Sachen. Als erstes springt dann natürlich diese Mini-Finne da ins Auge, dieses verkrüppelte Teil, auf dem die Startnummer der Fahrer draufsteht. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das einfach nur da, damit die Marketingabteilung mehr Platz hat, da die Startnummer aufzubringen. Platz hätten sie aber genügend, mangels Sponsoren. Also es ist eine relativ eigenwillige Konstruktion da, anstatt dieser großen, langen Finne. Was die genau bringt, um ehrlich zu sein, bin ich etwas überfragt. Interessant ist aber die Motorabdeckung selbst, und da sehen wir auch einen radikalen Konzeptwandel bei McLaren. In der Vergangenheit, Size Zero war ja das geliebte Unwort Invoking, das wir da immer gehört haben, mit dem man Honda in den Wahnsinn trieb. Jetzt ist es so, dass die Motorabdeckung viel, viel später erst abfällt und so einen kleinen Buckel macht. Im Vorjahr war es ja so sehr, sehr früh abgefallen, gerade Linie nach unten, extrem eng, eben Size Zero. Da hat man offenbar jetzt ein Umdenken gehabt, Invoking, und gesehen, okay, unser Konzept war vielleicht nicht ganz so erfolgreich, wie wir das dachten. Hinten sehen wir dann die Heckflügelstützen, das ist auch ein kleiner Trend in dieser Saison. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht genau warum, ich vermute, es hat mit den neuen Heckflügeldimensionen zu tun, da die Heckflügel ja höher sitzen, dass man da vermehrt jetzt auf diese Zwei-Streben-Variante geht und nicht mehr auf die zentrale Strebe zurückgreift. Haben wir in der Vergangenheit eher bei den Ferrari-Teams gesehen. Manche meinen, mit diesen zwei Streben kann man das ein bisschen anstellen, dass der Heckflügel sich dann verdreht bei gewissen Geschwindigkeiten. Glaube ich jetzt aber nicht, dass das bei McLaren der Fall ist, denn wir sehen auch wieder die Heckflügel-Endplatte verbunden mit dem Unterboden, obwohl der Flügel höher steht. Also ich glaube, es ist so ein kleiner Trend, den wir aufgrund der höheren Heckflügel haben. Und ein weiterer Konzeptwechsel ist zu sehen, wenn die Launchbilder nicht täuschen. Und das ist die Bodenfreiheit hinten. Natürlich sieht das immer ein bisschen anders aus. Die Bodenfreiheit an sich darf man auch nicht anschauen. Kommt natürlich auch immer auf Setup an. Das Interessante ist der Anstellwinkel des Fahrzeugs. Also das heißt, wie sehr sich die Bodenfreiheit von vorne auf hinten verändert. Auf dem Rendering sieht es natürlich jetzt so aus, als würde das Auto komplett am Boden fahren. Vor allem vorne. Wird wahrscheinlich dann in der Realität nicht ganz so sein. Da muss man noch ein bisschen Bodenfreiheit reinmachen. Aber der Anstellwinkel ist relativ interessant. Und zwar haben wir gemessen ungefähr 1 Grad. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zum Vorjahr. Da hatte man um die 2 Grad. Das heißt, man steht bei weitem nicht mehr so steil im Wind. Wir müssen das Ganze natürlich mit Vorsicht genießen. Es ist nur ein Rendering, es ist nur eine Launch-Version. Da müssen wir tatsächlich auf die ersten Testfahrten warten. Aber zusammen mit dem komplett neuen Kühlkonzept und diesem Anstellwinkel, der sich komplett geändert hat, ist das schon ein Paradigmenwechsel, der da in Woking stattgefunden hat. Und der ist meiner Meinung nach auch dringend nötig gewesen, nachdem man ja gesehen hat, dass die vergangenen Jahre nicht nur der Motor schlecht war, sondern auch das Chassis. Ja, wie gefällt euch der neue McLaren? Lackierung ist natürlich wieder neu. Was haltet ihr von der Technik und glaubt ihr, dass McLaren mit der Fahrerpaarung, mit der relativ unerfahrenen Fahrerpaarung wieder zurückkommt zu alter Stärke? Schreibt es uns in den Kommentaren und schaut euch bei der Gelegenheit dann natürlich auch unsere anderen Technik-Checks an. Ferrari kommt auch bald. Wir haben schon Mercedes, Red Bull und alle anderen bisher vorgestellten Teams für euch im Angebot.